Ja, wer ist denn da, wenn ich fragen darf? Ilona Beurich. Könnten Sie Dirk bitte sagen, dass seine Frau ihn sprechen will? So, wir wollen jetzt wissen, was hier los ist. Und warum taucht Silke plötzlich hier auf, ohne Leonard? Das ist kaltblütiger Mord, Tanja. Das bringst dich mal du fertig. Du solltest mich besser kennen, Hagen. Worauf wartest du? Pfoten weg! Das wird sehr unangenehm für dich, wenn du uns umbringst. Was meinst du? Das sind sehr interessante Faxe und E-Mails aus den letzten Monaten. Schön, dass du mir immer so ausführlich geschrieben hast. Dass du Silvia aus der Holding beseitigen willst und mir dafür gewisse Vorteile versprichst. Hagen, glaubst du, ich kann dieses lächerliche Papier nicht entsorgen? Die Kopien liegen natürlich schon beim Notar. Und wenn der nichts mehr von mir hört, übergibt er die Dokumente binnen 24 Stunden der Polizei. Und dann, Du bluffst. wenn du meinst. Hallo? Sind Sie noch dran? Hallo? Können Sie mir bitte sagen, wie Sie an das Handy meines Mannes kommen? Ich habe das Handy gefunden. Gefunden? Wo? Ja, hier. Auf der Straße, vor einer Kneipe. Ja, dann sehen Sie doch bitte mal nach, ob mein Mann da zufällig drin ist. Sein Name ist Dirk Beurich. Wir warten. Auf eine Antwort. Wir erklären euch das später, okay? Nein, das ist nicht okay. Wo ist Johannes? Und warum bist du plötzlich hier und Leonard nicht? Ihr wisst doch, Johannes und Ansgar sind auf Geschäftsreise. Und Leonard? Leonard ist in Bogotá. Silke musste nur zurückkommen, weil mit meiner Arbeitserlaubnis was nicht in Ordnung war. Ja, deshalb musste sie noch mal herfliegen. Und das sollen wir euch glauben. Euch wird nichts anderes übrig bleiben. Das ist die Wahrheit. Charlie. David! Tanja hat Frau Jones entführt und wird sie wahrscheinlich umbringen. Ja, wäre es da nicht besser, die Polizei einzuschalten? Ach, das habe ich doch schon versucht. Die wollen nichts unternehmen, weil angeblich die Indizien nicht ausreichen. Und was willst du jetzt machen? Wir müssten versuchen, in Frau Jones Penthouse zu kommen. Vielleicht finden wir da einen Hinweis, wohin Tanja sie verschleppt hat. Okay. Jana? Jana? Elisabeth, hast du sie noch alle? Ich schlage vor, du suchst oben und ich schaue mich hier um. Frau Jones, Herr Berg. Es ist Ihnen nichts passiert. Wo ist Tanja? Sagen Sie mir lieber, was Sie hier machen. Mich in eine nächste Katastrophe stürzen. David und ich wollten herausfinden, wohin man sie gebracht hat. Charlie Schneider, die große Macherin. Es hat seine Wirkung jedenfalls nicht verfehlt, dass Sie die Steuerfahndung bei Tanja vorbeigeschickt haben. Es war so ein Schnellschuss. Es tut mir schrecklich leid. Ich bin jetzt müde. Der Tag war wirklich sehr anstrengend. Auch ein... Ich glaube, wir sollten jetzt besser gehen.
Nein. Ich muss wissen, was passiert ist. Bitte. Das ist doch nicht fair. Die beiden merken, dass was nicht stimmt. Johannes will nun mal, dass so wenig Leute wie möglich von der Entführung wissen. Und ich habe die deutsche Botschaft informiert. Hast du nicht gewusst, dass die Entführer ausdrücklich verboten hatten, offizielle Stellen einzuschalten? Doch. Aber nach meiner Flucht, ich war völlig fertig. Ich wusste nicht, wohin. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie schlimm das war. Eingesperrt in diesem Verschlag. Wir wussten nicht, ob wir da lebend wieder rauskommen. Da tauchten plötzlich die Entführer auf. 2 zerrten Leonhard weg. Du verdammtes Schwein! Und der 3. wollte mich vergewaltigen. Wenn Sie freundlich zu mir, ich freundlich zu Ihnen. In dem Moment war mir völlig klar. Wenn ich mich wehre, bringt er mich um. Wenn nicht... Es war so ekelhaft. Als dieser Widerling mich geküsst hat, da dachte ich, das ist meine einzige Chance. Und hab zugetreten. Und ihn mit der Taschenlampe K.O. geschlagen. Aber sofort bewusstlos. Und was war mit Leo? Sie hatten ihn dann irgendwann zurückgebracht. Ich hatte mich hinter der Tür versteckt und konnte den anderen Entführer auch K.O. schlagen. Wir sind dann geflohen, mitten durch den Dschungel. Wir waren uns so sicher, dass wir gerettet sind. Aber dann haben uns die anderen Entführer schon eingekreist. Ich hätte Leonhard nie alleine gelassen. Aber für ihn war klar, dass er sich stellt und ich Hilfe hole. Hör zu. Du gehst und ich lenk sie ab hier. Keine gute Idee. Für gute Ideen haben wir auch keine Zeit. Silke, das ist unsere einzige Chance. Los jetzt. Leonhard hat das nur für mich getan. Um mein Leben zu retten. Ihm war in dem Moment völlig egal, was mit ihm ist. Und jetzt sitze ich hier. Hoffentlich kommt er da lebend wieder raus. Die Übergabe der Diamanten findet sicher bald statt. Das hat noch gar nicht zu heißen. Die Entführer sind unberechenbar. Carla und Cecile glauben doch nicht ernsthaft, dass wir ihnen diese Erklärung abkaufen. Hey, da muss irgendwas im Busch sein. Wissen Sie zufällig, wo Leonhard, Ansgar und Johannes sind? Sie sind auf Geschäftsreise. Und Ihr Bruder Leonhard ist in Kolumbien. Die behandeln hier uns doch wie 7-Jährige. Erst geht Silke mit Leonhard nach Kolumbien, dann kommt sie wieder und ist fix und fertig. Kurz vorher verschwindet Johannes mit Ansgar auf Geschäftsreise. Ausgerechnet mit Ansgar. Das passt irgendwie alles nicht. Meinst du, Ansgars Freundin weiß was? Tanja von Anstetten? Vergiss es. Wir sollten lieber noch mal bei Carla und Cecile nachhaken. Schlaf gut. Wir telefonieren, ja? Möchtest du auch einen Salat? Ein Salat? Was fällt dir eigentlich ein, einfach so in mein Zimmer zu platzen? Weißt du, wie peinlich das gerade war? Nicht nur für dich, das kannst du mir glauben. Vielleicht weißt du das gar nicht, Anna, aber dieser Dirk, der ist verheiratet. Und woher weißt du das? Sein Handy hat geklingelt. Und du bist rangegangen? Das ist echt das allerletzte. Also hör mal zu. Außerdem weiß ich schon längst, dass Dirk verheiratet ist. Bitte? Du hast eine Affäre mit einem verheirateten Mann und findest das vollkommen in Ordnung, ja? Warum denn nicht? Hast du schon vergessen, dass du mal eine Affäre mit diesem Luke hattest, obwohl du mit Arno verheiratet bist? Eine kleine Stärkung nach den Strapazen. Tja, danke. Ich gehe noch zum Notar, die Kopien der Dokumente hinterlegen. Das war alles nur gespielt? Ein Bluff. Und Tanja hat's geglaubt. Nicht nur sie. Dein schauspielerisches Talent hat uns das Leben gerettet. Du bist und bleibst eben ein Spieler, im Privaten wie im Job. Man kann nie wissen, ob du es ehrlich meinst. Silvia, heute
Das war eine Ausnahmesituation. Normalerweise. Nein, Hagen. Ich habe dir grenzenlos vertraut und du hast das missbraucht. Geh jetzt. Morgen. Guten Morgen. Hallo. Willst du auch was frühstücken? Dann lass ich dir ein Gedeck bringen. Ach, nein, danke. Ich habe im No Limits gerade einen Kaffee getrunken. Mehr kriege ich sowieso nicht runter. Haben Johannes und Ansgar sich gemeldet? Sie gehen auch nicht ans Handy. Aber möglicherweise steht gerade die Diamantenübergabe bevor. Am schlimmsten ist diese verdammte Ungewissheit. Die bringt mich fast um. Nur leider sind wir nicht die Einzigen. Du meinst Nico und Konstantin? Wir sollten es ihnen sagen. Aber dein Vater hat absolutes Stillschweigen verlangt. Aber Nico ist kein Kind mehr. Morgen. Morgen. Sollen wir uns an den Kindertisch setzen oder uns die Ohren zuhalten? Nein. Setzt euch. Ihr hattet recht. Wir haben euch was verschwiegen. Kaum bist du hier, spann ich dich ein und hab noch nicht mal gefragt, wo du überhaupt die ganze Zeit warst. Ja, und vor allem nicht, warum ich wieder zurück bin. Na, das kannst du mir jetzt in Ruhe erzählen. Naja, als ich Düsseldorf verlassen habe, wollte ich die Musik an den Nagel hängen. Aber ich kann ohne die Musik nun mal nicht leben. Sie ist und bleibt eben meine Leidenschaft und deswegen bin ich heilfroh, dass ich das letzte Exemplar meiner Oper dir gegeben habe. Du hast sie doch noch, oder? Ja, ja, natürlich. Gut, ich wollte sie nämlich überarbeiten, um sie noch mal anzubieten. Ihr habt versagt und deswegen seht ihr überhaupt keinen Cent. Ja, bitte. Dann verpfeif mich doch. Das wird dir wahnsinnig viel nützen ohne Beweise. Im Übrigen bin ich demnächst auf Geschäftsreise und nicht zu erreichen. Auch nicht für die Polizei. Ich fand den Auftritt meiner Tante auch total daneben. Und ich habe ihr klipp und klar gesagt, dass sie sich aus meinem Leben raushalten soll. Die Frage ist bloß, ob sie sich dran hält. Bestimmt. Hat deine Frau noch irgendwas dazu gesagt, dass Elisabeth an dein Handy rangegangen ist? Mach dir darüber mal keine Sorgen. Das habe ich im Griff. Oh, Gott sei Dank, dann ist sie nicht misstrauisch geworden. Noch nicht. Ich habe aber auch keine Lust, es zu provozieren. Das wird auch nicht mehr vorkommen. Danke. Genau. Wir sehen uns nämlich nicht wieder. Was? Es ist besser, wenn wir unsere Affäre beenden. Wegen Elisabeth? Die ist sonst ganz cool drauf. Außerdem kennt sie dich ja jetzt. Jana, das mit dir war eine wunderschöne Zeit, aber so eine Nummer wie gestern? Entschuldige bitte, du bist doch selbst dran schuld. Dann mach dein Handy gefälligst aus, wenn du bei mir bist. Setz dich wieder hin. Du bist unglaublich sexy, wenn du so wütend bist. Ich kapier das nicht. Leonhard ist doch einfach nur Arzt. Er ist nicht politisch engagiert, hat nichts mit Drogen am Hut. Ich meine, wer kommt denn auf die Idee, ausgerechnet ihn zu entführen? Leider viel zu viele. Wir Lahnsteins sind nun mal prominent und reich. Da gibt es immer wieder miese Typen, die nur auf die Gelegenheit warten, uns zu erpressen. Und wie ging es Leonhard, als du ihn das letzte Mal gesehen hast? Den Umständen entsprechend gut. Sobald die Entführer die Diamanten haben, lassen sie Leonhard frei. Das muss man uns natürlich nicht erzählen. Wir wollten euch damit nicht belasten. Nico, du hast doch gerade erst deinen Führerschein vorbereitet. Den habe ich auch so versemmelt. Was hätte es denn gebracht, Nico, außer noch mehr Unruhe? Was es uns gebracht hätte? Entschuldigung, dass wir wissen wollen, was in unserer Familie abgeht. Ihr nehmt uns nicht ernst, oder? Quatsch. Naja, Hauptsache, wir wissen jetzt Bescheid. Tja, haben wir ja Glück gehabt. Nico. Ist doch wahr. Was hast du denn gedacht, dass wir zur Presse rennen und sagen, hey, wir haben hier die Top-Story für euch? Nein, natürlich nicht. Als du entführt wurdest, habe ich auch den Mund gehalten. Sogar bei Andi. Die Frage, wie du es schon wieder geschafft hast, unangemeldet hier reinzukommen, erübrigt sich wohl. Silvia, Sag, was du willst, und zwar kurz. ich war beim Notar und habe die Kopien hinterlegt. Noch was? Und bei Frau Schneider habe ich klargestellt, dass ich an der ganzen Sache schuld bin.
Willst du wirklich weiter gegen Tanja vorgehen? Natürlich, oder glaubst du etwa, sie gibt auf? Was ist mit Bernd von Beinbachs Alibi? Du könntest doch immerhin aussagen, dass er zum Zeitpunkt, als Donald Rush ermordet wurde, nicht am Tatort war. Tanja von Anstetten kommt als Mörderin durchaus in Frage. Sie hatte die Gelegenheit und ein Motiv. Du hast keine Beweise dafür. Genau, das werde ich ändern. Gut, ich kann dir dabei helfen. Danke. Aber mit der Frau werde ich alleine fertig. Tja, früher oder später musst du David die Wahrheit sagen. Mein Gott, das war doch meine einzige Chance, das Bistro irgendwann zurückzugewinnen. Schwesterherz, du wolltest ja nicht auf mich hören. Eigentlich kann David mir dankbar sein. Schließlich findet man nicht alle Tage einen Kulturagenten, der eine Oper kaufen will. Noch zu den Konditionen. Wenn ich ihm das Geld einfach zurückgebe, dann verzichte ich auf meinen Traum für seinen. Ich müsste ihn doch aussöhnen. Oder er dreht dir den Hals um. Musikerseelen ticken da anders. Ihnen geht es in erster Linie um die Kunst und nicht um die Kohle. Ja, aber ich konnte doch nicht damit rechnen, dass David wieder zurückkommt. Oder auch nur einen Gedanken an diese Oper verschwendet. Nach seinem Abgang. Sein Testament zu fälschen. Kein besonders netter Weg, um an die Rechte zu kommen. Entschuldige, wenn ich so direkt bin. Aber als du Davids Partitur an diesen Amerikaner verkauft hast, da hat man nur eins in deinen Augen gesehen. 2 große Dollarzeichen. Was mache ich denn jetzt bloß? David geht fest davon aus, dass die Partitur noch in meinem Besitz ist. Na, alles klar, Herr Anwalt? Hallo David, schön, dass du wieder da bist. Das finde ich auch. Wirklich schön. Ihr hattet also Anweisungen von Johannes. Trotzdem finde ich das nicht in Ordnung, dass ihr uns nichts erzählt habt. Wann habt ihr denn zuletzt mit ihm gesprochen? Gestern. Und? Die beiden warten in Bogota auf Instruktionen. Und seitdem habt ihr nicht mehr von ihnen gehört? Wie ist die Nummer von dem Hotel? Das ist keine gute Idee. Das ist sogar eine sehr gute Idee. Nein, dort ist es jetzt mitten in der Nacht. Johannes kann bestimmt nicht schlafen. Okay. Wenn er jetzt erfährt, dass ihr beiden Bescheid wisst, so kurz vor der Lösegeldübergabe, das würde ihn nur unnötig aufregen. Johannes hat schon ganz andere Sachen verkraftet. Wie ist die Nummer? Jana. Schön, dass du da bist. Und was kommt jetzt? Die x-te Version von Jana. Du kannst doch nicht mit einem verheirateten Mann. Nein. Ich werde dir weder Vorschriften noch Vorwürfe machen. Ich möchte mich nur in Ruhe mit dir unterhalten. Bitte. Der Mann ist verheiratet. Na und? Zugegeben, ich war schon schockiert, wie abgebrüht du über die Affäre mit diesem Dirk geredet hast. Aber okay, lassen wir das. Ja, genau. Ja, ich weiß. Du musst in deinem Leben deine eigenen Erfahrungen machen. Und trotzdem, Jana, über eine Sache solltest du dir im Klaren sein. Da bin ich mal gespannt. Du wirst immer nur die Geliebte dieses Mannes sein. Immer nur die Nummer 2, nicht mehr. Du musst immer damit rechnen, dass er dich wegen seiner Frau verlässt. Dass er dich ausnutzt und dass er dir irgendwann sehr, sehr wehtut. Und das macht mir Sorgen. Ich erwarte von Dirk überhaupt nicht die große Liebe oder Treue. Elisabeth, was erwartest du von mir? Dass ich mich noch mal auf eine Beziehung wie mit Andi einlasse? Die großen Gefühle und die große Romantik und dann lässt er mich sitzen? Mit Dirk habe ich einfach nur Spaß und davon konntest du dich ja jetzt auch mit deinen eigenen Augen überzeugen. Mehr will ich gar nicht. Aber irgendwie scheinst du das nicht zu raffen. In Irland hatte ich viel Zeit zum Nachdenken. Und ich überlege ernsthaft, ob ich mir da ein Haus kaufen soll. Ja, das klingt doch verlockend. Mhm. Naja, jedenfalls hatte ich dort die ersten Ideen, wie ich die Ouvertüre umschreiben kann. Ach, Charlie, hast du einen Moment? Ja, was gibt's denn? Ich wollte mich nachher noch an die Oper setzen.
Oh, du bist ja richtig motiviert. Ja, du sagst es. Wärst du so freundlich und holst mir die Partitur gleich runter? Und du brauchst ja auch keine Sorgen um die Gäste machen, da kümmere ich mich drum. David, ich muss dir was erzählen. Es war kurz nach deiner Abreise. Ja? Da stand eines Tages ein gewisser James Barclay in der Tür. Barclay. Nie gehört den Namen. David, Nicole. du lebst? Ja. Wieso denn nicht? Von Lahnstein? Vater, Carla, was gibt es? Silke ist hier. Wie bitte? Ja, sie konnte fliehen. Und ist dann gleich zur deutschen Botschaft gegangen und hat die über die Entführung informiert. Sie haben sie dann sofort in die nächste Maschine nach Düsseldorf gesetzt. Oh Gott, das hat uns gerade noch gefehlt. Wieso? Meinst du, die Beamten könnten Ärger machen? Wenn wir schneller sind, nicht. Was hat Johannes gesagt? Warte mal, hier ist noch jemand, der dich gerne sprechen möchte. Hallo Johannes. Konstantin. Mein Junge. Ja, wie geht es dir? Gut. Wie geht's dir denn? Es ist alles in Ordnung. Macht euch keine Gedanken. Hm? Wir sollen uns keine Gedanken machen. Sag mal, wieso ist der Nico nicht in der Schule? Bei euch ist doch bestimmt schon Mittag, oder? Wir wollten einfach mal einen Tag zusammen verbringen. Solange du meine Anmeldung nicht unterschrieben hast, kann ich ja nicht zur Schule. Das hole ich natürlich sofort nach, wenn ich zurück bin. Ist bei euch wirklich alles in Ordnung? Ja. Es ist alles organisiert. Und Leonhard kommt bald frei. Vater, pass bitte gut auf dich und Leonhard auf. Das mache ich, mein Junge. Wir schaffen das, ganz bestimmt. Gibst du mir Carla noch mal? Ja. Natürlich. Was hat er gesagt? Konstantin? Ich glaube, wir sehen Johannes, Ansgar und Leonhard nie mehr wieder. To